Die Busch-de-Petisac ist am Kastanienrindenkrebs eingegangen. Und dann habe ich die Unterlage, den Wurzelstock daher gepflanzt. Das ist im Randbereich der Plantage als Bestäuber. Ja, und aus irgendwelchen Gründen hat es dann der Baum doch nicht geschafft. Ne? Also er hat da einmal sehr viele Wurzelaustriebe gebildet. Und zwar richtig viele. Also mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja? Und dann ist es aber vertrocknet. Und seitdem gibt es keine neuen Wurzelaustriebe. Also ich gehe mal davon aus, dass da der Wurzelstock komplett tot ist. Wie das sein kann, schwierig. Ne? Gryphonectria parasitica kann sich ja unterirdisch nicht halten. Warum das so ist, weiß man auch nicht genau, aber anscheinend ist es wirklich so. Ja, da sieht man noch den alten Stamm. Die Busch-de-Petisac, die war ja schon recht groß. Echt schade drum, dass die da eingegangen ist. Ja, aber da gibt es kein einziges grünes Blättchen. Der ist tot. Das kommt relativ selten vor. Also selbst wenn die Wurzeltriebe wieder mit Kastanienrindenkrebs infiziert wären, dann gibt es neue Triebe. Also die Wurzeln geben lange nicht auf. Solange sie irgendwie noch Energie gespeichert haben, will der Baum leben. Na gut, grauen wir mal die Wurzeln aus. Was natürlich auch sein könnte, ist, dass das nicht vertrocknet ist, sondern dass Wühlmäuse das abgefressen haben. Ne? Aber das werden wir dann gleich feststellen da. Okay, also der Boden ist ja noch sehr locker. Ja, das geht ohne Anstrengung. Ja, na, abgerissen ist da nichts geworden, also das ist auch nicht der Grund. Ja, das war eindeutig eine Busch-de-Petisac. Da sieht man noch die blauen Markierungen. Ja, was mache ich mit dir? Ne, also Kastanienrindenkrebs sehe ich da keine Indizien. Und wenn, wäre auch egal, weil die Kastanie da hinten, wo ist sie? Ja, die da, die habe ich ja schon mal komplett zurückgeschnitten. Also die war schon so groß da wie die Bergahorne daneben, wenn nicht größer. Und die habe ich knapp über dem Boden abgeschnitten. Und das da ist der Stockaustrieb, den die Wurzeln gebildet haben. Ne? Die Aktion war ebenfalls von der Hoffnung begleitet, dass dann der neue Trieb nicht sofort wieder sich mit Rindenkrebs infiziert und die Kastanie vielleicht doch noch eine Chance hat. Grundsätzlich ist das mit dem Kastanieneinkürzen eine hoffnungslose Situation, weil wenn der Baum schon so schwer erkrankt ist, dass die Maßnahme notwendig erscheint, dann zeigt das, dass er keine Abwehrkräfte hat gegen den Pilz und dann natürlich jeder Wurzelaustrieb, jeder Stockausschlag wieder keine Abwehrkräfte gegen den Pilz haben wird. Ne? Also dann zu hoffen, dass er dann halt nicht infiziert wird oder länger nicht infiziert bleibt, ist auch sinnlos, weil das bringt nichts. Was es braucht, sind resistentere Kastanien. Kastanien, die pilztoleranter sind. Ne? Wobei, das ist natürlich eine semantische Diskussion. Ob man jetzt sagt, der Baum hat Widerstandskraft oder er ist resistent oder resistenter oder er ist tolerant, ist völlig egal. Gemeint ist, er soll nicht sterben am Pilz. Ne? Wie er das macht, ist völlig wurscht. Es wird sich um eine hypovirulente Form des Schlauchpilzes handeln. Vermute ich jetzt mal stark, ne? Weil die Symptome sind jetzt nicht allzu ausgeprägt und er lebt jetzt ja mindestens schon 4 Jahre weiter. Naja, 4 Jahre. Also bin gespannt, wie lange das noch geht bei dem Baum da. Ne? Ja, ich habe es probiert. Ne? Und diese und andere Fehlschläge haben mich eben zu der Überzeugung gebracht, dass das Castanea sativa letztendlich zum Aussterben verurteilt ist, auch in Europa.
wenn es genügend Kastanien gibt, die infiziert sind, vielleicht kramt ja irgendwo irgendeine zufällig aus ihrem Genom ein Abwehrmittel, ein probates heraus. Ne? Weiß man ja nicht, was Pflanzen so drauf haben. Jedenfalls kann man das nicht ausschließen. Aber für den Baum schaut es, wie gesagt, schlecht aus. Das ist ein permanentes Sichtum. Ich hätte nicht abschneiden brauchen, es wäre völlig egal gewesen. Ja. Also dieses Abschneiden hat in dem Fall überhaupt nichts gebracht. Das war halt Beschäftigungstherapie für mich. Es hat mir das Gefühl gegeben, ich tue irgendwas. Ja, ne? Ja, aber sinnlos. Hätte ich lassen können. Ja. Gryphonectria parasitica kann nicht nur mehrere Jahre auf Totholz überleben und sich so weiter ausbreiten, sondern befällt auch Eichen. Und das meist unbemerkt, weil symptomfrei. In Nordamerika wurde auch Befall von Rotahorn und anderen Arten nachgewiesen. Nachdem der Schlauchpilz dort Castanea dentata so gut wie ausgerottet hatte, musste er wohl oder übel seine Kost wechseln. Studien nach Waldbränden in der Schweiz haben gezeigt, dass Gryphonectria parasitica Feuer nicht nur überlebt, sondern danach verstärkt Sporen bildet. Im Managementplan zum Natura 2000 Gebiet lese ich noch, dass kranke Bäume umgeschnitten und verbrannt werden müssen. Solch aktionistischer Unfug halluziniert leider unkritisch durch künstliche Intelligenzen. Wer aktuelle Forschung will, muss Englisch fragen. Ja, also da habe ich ja eine sehr alte Kastanie dann nochmal abgeschnitten. Die war extrem vom Kastanienrindenkrebs betroffen. Ich habe sie dort abgeschnitten, wo es möglich war. Das heißt, ich habe da jetzt nicht großartig geschaut, wie weit die Infektion reicht. Die hat dann massiv ausgetrieben, beziehungsweise hatte sie eigentlich da schon Triebe. Ne? Also bis dorthin habe ich sie jetzt zurückgeschnitten, damit sie eben weiterleben kann. Auch da sieht man, dass die Infektion dadurch absolut nicht gestoppt ist. Ne? Also auch da eindeutig mit Kastanienrindenkrebs infiziert. Ne, auch dieser neue Trieb da, der vielleicht, wie alt wird das sein? Naja, 5, 6 Jahre, so dick wie das ist. Also der hintere, der ist vielleicht schon 10 Jahre alt. Ja, also wenn sie dann austreiben, dann wachsen sie recht schnell. Ne? Sie wollen ja das verlorene Kronenvolumen möglichst rasch wieder aufholen. Also so Stockaustriebe sind irrsinnig flott unterwegs. Auch da oben sehe ich noch Infektion, eindeutig mit Kastanienrindenkrebs. So, sieht das die Kamera, kann ich da scharf stellen. Also bereits mehrfach wieder mit Kastanienrindenkrebs infiziert. Und dann sehe ich noch weiter oben in der Krone wieder einen Infektionsherd. Also, ja, die ist an ganz vielen verschiedenen Stellen, gibt es da Neuinfektion. Ja, weiter ist Gryphonectria parasitica Opfer. Wieder eine Castanea sativa. Die ist da in unmittelbarer Nähe der großen alten Kastanie aufgegangen. Hat es aber scheinbar nicht geschafft. Und da gibt es da eine aufgeforstete Kastanie. Die schaut gesund aus. Da gibt es noch eine Naturverjüngung. Die ist auch okay. Ja, und die hat es halt voll erwischt. Ne? Rückfrage bei Silvercon, dort habe ich meine Pflanzen bezogen, hat ergeben, dass Widerstandskraft gegen Kastanienrindenkrebs bei der Saatgutauswahl nur insofern eine Rolle spielt, als keine Kastanien aus durchseuchten Gebieten gezogen werden. Auch handelt es sich keinesfalls um Hybride, also Kreuzungen europäischer und asiatischer Arten. Angenommen beides stimmt, dann gibt es nur 2 Möglichkeiten, wie Castanea sativa in Europa pilzfrei wachsen kann. A. Ganze Baumpopulationen haben von der Wissenschaft unbemerkt Resistenz ausgebildet. Oder B. Das Saatgut stammt von Inselpopulationen, die noch keinen Kontakt mit Gryphonectria parasitica hatten.
Freilich gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Marketing. Ob das langfristig die richtige Strategie ist, wage ich zu bezweifeln. Solange es nur um privatwirtschaftliche Interessen geht, wird sich daran nichts ändern. Bisher jedenfalls zeigt keine meiner aufgeforsteten Kastanien Symptome der Krankheit. Was stimmt mit der Masol nicht? Sie sieht aus, als wäre sie kurz vorm Vertrocknen. Allen anderen Kastanien geht's gut, nur der nicht. Da sieht man natürlich den infizierten Hauptstamm. Also die typischen Risse an der Rinde. Die knallorange Verfärbung. Also so ausgeprägt wie da habe ich das aber auch noch nie gesehen. So knallorange nämlich. Der Stamm wird fast ein bisschen zu dick sein für die Schere. Ja, es wird nichts werden. Da müssen wir mit der großen Zwicki gehen. Okay.